Paris, summer 1979. Ein Auto steht verlassen am Straßenrand. Die Fenster geschlossen. Die Sonne brennt unerbittlich auf das Metall. Drinnen sitzt eine Frau, regungslos, so jung, so still zu sein. Sie heißt Jean Seberg. Die einstige golden Hoffnung Hollywoods, gefeiert von Regisseuren, vergöttert von Zuschauern, verwickt in der Nouvelle Vague. Doch an diesem Augustmorgen ist sie nur noch eine Schlagzeile. Amerikanische Schauspielerin tot in Paris gefunden. Die Welt erinnert sich an ihr engelsgleiches Gesicht in außer Atem, an die kurzen blonden Haare, die den Zeitgeist einer ganzen Generation prägten. Eine Geschichte über Glanz und Abgrund, über Macht und Missbrauch, über eine Frau, die so viel wusste und so wenig geschützt wurde. Jean Dorothy Seberg wurde am 13. November 1938 in der kleinen Stadt Marshalltown, Iowa, geboren. Weit entfernt vom Glamour der Filmmetropolen. Es war eine typisch amerikanische Kleinstadt, geprägt von weiten Feldern, schmalen Straßen und einer Gemeinschaft, in der jeder jeden kannte. Ihr Vater, Edward Seberg, arbeitete als Apotheker. Ihre Mutter, Dorothy Benson, war Hausfrau und kümmerte sich Jean und ihre drei Geschwister. Die Familie gehörte zur Mittelschicht. Bodenständig, fleißig, tief verwurzelt. Im amerikanischen Protestantismus. Von klein auf zeigte Jean eine ungewöhnliche Sensibilität. Während andere Kinder mit Puppen spielten, zog es sie in die Welt der Bücher, der Fantasie, der Geschichten. Sie verschlang Romane und träumte sich in Fernwelten. Vielleicht eine erste Ahnung davon, dass ihr Leben einmal ganz anders verlaufen würde. In der Schule galt sie als scheu, manchmal verschlossen, aber hochintelligent. Lehrer beschrieben sie als ein Mädchen mit einer stillen Intensität. Ihre Heimatstadt Marshalltown bot wenig Raum für künstlerische Ambitionen. Aber Jean hatte einen Traum, Schauspielerin zu werden. Schon früh spielte sie in Schultheaterstücken, mit oft in Hauptrollen. Ihre Ausstrahlung war dabei bemerkenswert, nicht laut oder übermäßig dramatisch, sondern durchdringend leise. Man spürte, dass dieses Mädchen etwas in sich trug, das größer war als die Bühne der Highschool. Doch Marshalltown war konservativ. Für viele schien die Vorstellung absurd, dass ein Mädchen von hier aus einmal Hollywood erobern könnte. Aber Jean glaubte daran, und sie hatte Eltern, die ihre Leidenschaft unterstützten. Ihr Vater, der selbst ein begeisterter Kinogänger war, fuhr sie zu Castings in die nächstgelegenen Städte. Ihr Mutter nähte Kostüme für kleine Theaterproduktionen. Hinter der Fassade einer ganz normalen amerikanischen Familie begann etwas zu wachsen, das niemand für möglich gehalten hätte, der Keim einer internationalen Filmkarriere. Der Sprung ins Ungewisse. Die große Wende kam 1956. Regisseur Otto Preminger, bekannt für seine eigenwillige Auswahl von Schauspielern, startete eine gigantische Talentsuche für seine Verfilmung von St. John, die Geschichte der französischen Nationalheldin Jeanne d'Arc. Suchte kein etabliertes Gesicht, sondern ein ungeschliffenes Talent. Ein leeres Blatt Papier, das formen konnte. Über 18 junge Frauen beworben sich, eine Zahl, die jede Hoffnung eigentlich zunichte machte. Aber Preminger wollte genau das, ein Gesicht, das niemand kannte. Über Umwege hörte von dem unscheinbaren Mädchen aus Iowa, das bisher nur in Schultheaterstücken aufgetreten war. Jean wurde nach Hollywood eingeladen. Für ein Mädchen aus Marshalltown war dies ein Sprung in eine andere Welt. Flugzeuge, Kameras, die endlosen Studios. Es war wie ein Traum. Aber zugleich war es auch ein brutaler Schock. Von der Kleinstadtidyll in die gnadenlose Maschinerie Hollywoods, wo jeder Schritt bewertet. Jede Geste saisiert wurde. Preminger war von ihrer Natürlichkeit fasziniert.
Jean besaß nicht das künstliche Strahlen der typischen Hollywood-Schauspielerin. Sie wirkte zerbrechlich, fast verletzlich, und genau das wollte er für die Rolle der Jeanne d'Arc. Sie erhielt den Zuschlag gegen Tausende von Konkurrentinnen. Mit nur 17 Jahren wurde Jean Seberg von der anonymen Schülerin zur Hauptdarstellerin in einem Millionenprojekt. Das Gewicht einer Rolle. Doch der Traum verwandelte sich schnell in einen Albtraum. St. John 1957 wurde ein Desaster, sowohl künstlerisch als auch kommerziell. Kritiker zerrissen den Film in der Luft, und Jean wurde als fehlbesetzt verhöhnt. Zeitungen nannten sie eine Katastrophe auf Celluloid. Für ein junges Mädchen, das gerade erst aus Iowa gekommen war diese öffentliche Demütigung verheerend. Sie wurde verspottet, ausgelacht, von der Presse gnadenlos verfolgt. Viele hätten an diesem Punkt aufgegeben, aber Jean tat etwas anderes. Sie lächelte weiter, hielt durch und spielte die Rolle der professionellen Schauspielerin, auch wenn sie innerlich zerbrach. Preminger aber ließ sie nicht fallen. Er gab ihr eine zweite Chance. In der Verfilmung von Bonjour Tristesse 1958, einer Adaption des gleichnamigen Romans von François Sagan. Diesmal war das Ergebnis anders. Jean spielte die jugendliche Cécile mit einer Mischung aus Unschuld und Rebellion, die das Publikum faszinierte. In Frankreich wurde sie gefeiert, in den USA allerdings noch immer skeptisch beäugt. Und doch war es dieser Film, der sie nach Europa brachte, dorthin, wo sie später nicht nur Karriere, sondern auch ihr tragisches Schicksal finden sollte. Zwischen zwei Welten. Jean Seberg wuchs in Marshalltown als All-American Girl auf, fromm, bürgerlich, unschuldig. Aber die Begegnung mit Preminger, die brutal Erfahrung des Scheiterns und die anschließende Entdeckung durch das europäische Kino machten aus ihr der etwas anderes, eine Frau zwischen den Welten. Sie war zu europäisch für Hollywood und zu amerikanisch für Paris. Sie passte nirgends wirklich hinein, und genau diese Zerrissenheit wurde ihr Markenzeichen. Schon in jungen Jahren lernte sie, wie fragil Ruhm sein kann, wie gnadenlos das System arbeitet und wie einsam es ist, wenn man nicht ins Raster passt. Das kleine Mädchen aus Iowa hatte die große Bühne betreten. Doch während das Publikum sie als nur Jeanne d'Arc oder als femme fatale in Bonjour Tristesse sah, trug Jean in sich immer noch die Unsicherheit des Farmersmädchens aus dem Mittleren Westen. Eine Unsicherheit, die später von FBI-Agenten, Boulevardjournalisten und skrupellosen Produzenten gnadenlos ausgenutzt werden sollte. Als Jean Seberg nach den gemischten Erfahrungen mit Preminger in Europa blieb, ahnte sie nicht, dass sich dort eigentliches Schicksal erfüllen würde. In Frankreich traf sie auf eine junge Generation von Filmemachern, die gegen die Regeln des klassischen Kinos rebellierten. Diese Regisseur, François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette und allen voran Jean-Luc Godard, waren entschlossen, eine neue Filmsprache zu erfinden, die Nouvelle Vague. Godard suchte für sein Debüt A bout de souffle außer Atem, 1960, eine Schauspielerin, die frisch, unkonventionell und zugleich geheimnisvoll wirken konnte. Wollte kein etabliertes Starlet, sondern ein Gesicht, das zwischen Dokumentation und Fiktion oszillierte. Jean Seberg, mit ihren kurzgeschnittenen Haaren, ihrer jugendlichen Coolness und ihrem zugleich verletzlichen Ausdruck, war genau die Verkörperung dieser Idee. Patricia, die Stimme einer neuen Generation. In Außer Atem spielt Seberg die amerikanische Studentin Patricia, die in Paris Zeitungen verkauft und in eine komplizierte Beziehung mit dem Kleinganoven Michel Poicard, gespielt von Jean-Paul Belmondo, verwickelt ist.
Ihre Figur ist keine klassische femme fatale, keine Opferrolle, sondern etwas radikal Neues. Eine junge Frau, die ihre eigene Freiheit definiert. Jean Sebergs Bild in dem Film, einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift New York Herald Tribune, lässig auf den Champs, Élysées schlendernd, wird zu einem Symbol einer ganzen Epoche. Es war nicht nur Mode, es war Haltung. Plötzlich war sie nicht mehr das unsichere Mädchen aus Marshalltown oder die gescheiterte Jeanne d'Arc. Sie war die Stimme einer Generation, die nach Authentizität, Rebellion und Selbstbestimmung suchte. Die Kritik feierte den Film als Revolution, Jean-Luc Godards Wild Schnitttechnik, die improvisierten Dialoge, die Handkamera, all das brach mit den Konventionen des Mainstream-Kinos. Und mittendrin Jean Seberg, deren Performance so unaufdringlich, so real wirkte, dass man kaum glauben konnte, es handelt sich Schauspiel. Eine internationale Ikone. Nach dem Erfolg von Außer Atem war Jean Seberg über Nacht weltberühmt. Sie wurde nicht nur als Schauspielerin, sondern als kulturelles Symbol verehrt. Modezeitschriften widmeten ihr Titelblätter, Designer imitierten ihren Look, Frauen auf der ganzen Welt ließen sich die Haare kurz schneiden, inspiriert von ihrer androgyner Eleganz. Jean selbst aber blieb ambivalent. Sie genoss die Anerkennung, doch sie fühlte sich auch zunehmend wie ein Projections-Object. In Interviews wirkte sie höflich, aber distanziert. Ihre Antworten waren oft kurz, beinahe schüchtern. Ich habe nie versucht, eine Legende zu sein, sagte sie einmal. Ich wollte nur spielen. Doch genau diese Zurückhaltung verstärkte den Mythos. Jean Seberg verkörperte etwas, das Hollywood nicht schaffen konnte. Eine Authentizität, die nicht inszeniert, sondern gelebt wirkte. Hollywoods zweite Chance. Der Erfolg in Europa blieb auch in den USA nicht unbemerkt. Hollywood, das sie zuvor fallen gelassen hatte, begann erneut Interesse zu zeigen. In den 1960er Jahren spielte Seberg in mehreren amerikanischen Produktionen, darunter Lilith 1964, und der Zeit von Warren Beatty, der Film, in dem sie eine schizophrene Patientin darstellt, siegte erneut ihre Fähigkeit, zerbrechliche und vielschichtige Charaktere zu verkörpern. Doch Hollywood blieb für sie ein schwieriges Pflaster. Während andere Schauspielerinnen ihrer Generation große Karrieren aufbauten, passte Jean nie ganz ins Bild. Sie war zu intellektuell, zu zurückhaltend, zu europäisch. Zwar erhielt sie Rollen in Filmen wie Paint Your Wagon 1969 mit Clint Eastwood, doch es war spürbar. Hollywood wusste nicht so recht, was es mit ihr anfangen sollte. In Frankreich hingegen blieb sie ein gefeierter Star, arbeitete mit Regisseuren wie Claude Chabrol und ließ sich zunehmend in der europäischen Kunstszene nieder. Paris wurde zu ihrer Wahlheimat, ein Ort, an dem sie nicht nur künstlerisch, sondern auch privat Fuß fassen wollte. Liebe und Enttäuschungen. Mit ihrem Umzug nach Europa begann auch eine turbulente Phase in ihrem Privatleben. Jean Seberg heiratete 1962 den französischen Anwalt François Moreuil, doch die Ehe scheiterte bald. Später war sie mit dem Schriftsteller Romain Gary verheiratet, einem gefeierten Literaten, der doppelt so alt war wie sie. Die Beziehung war leidenschaftlich, aber auch kompliziert, von Eifersucht und gegenseitigen Verletzungen geprägt. Jean suchte in diesen Beziehungen Halt, doch oft fand sie nur neue Formen von Abhängigkeit. Ihre Verletzlichkeit, die sie auf der Leinwand so einzigartig machte sie im Privatleben auch angreifbar. Freunde berichteten, dass sie immer wieder zwischen Euphorie und tiefer Melancholie schwankte. Politische Stimme. Parallel zu ihrer Filmkarriere begann Jean Seberg, sich politisch zu engagieren.
In den 1960er Jahren war dies in Hollywood nicht selbstverständlich, besonders nicht für eine junge Frau. Jean unterstützte die Bürgerrechtsbewegung, spendete Geld an Organisationen wie die Black Panther Party und sprach sich öffentlich gegen Rassendiskriminierung aus. Dies machte sie zur Zielscheibe. Während ihre Kollegen glamouröse Partys besuchten, stand Jean auf Demonstrationen. Während andere Rollen buhlten, schrieb sie Schecks für Aktivisten. Für das FBI unter J. Edgar Hoover war sie damit eine Gefahr, eine Schauspielerin, die ihren Ruhm nutzte, radikale Gruppen zu unterstützen. Noch ahnte Jean nicht, dass dieses Engagement ihr Leben für immer verändern würde. Der Weg vom gefeierten Nouvelle Vague Star zur gejagten Frau hatte bereits begonnen, zwischen Ruhm und Abgrund. In den späten 1960er Jahren war Jean Seberg an einem paradoxen Punkt. Einerseits war sie international anerkannt, mit einer Filmografie, die ihr Renommee in Frankreich, Deutschland und teilweise auch in den USA festigte. Andererseits fühlte sie sich zerrissen zwischen den Kulturen, zwischen ihrer Karriere und ihrem Gewissen. Sie war kein typischer Star, kein glamouröse Diva, kein berechnende Karrierefrau. Sie war eine Frau, die alles so intensiv spürte, die Ungerechtigkeiten der Welt nicht ignorieren konnte. Und diese Haltung sollte sie teuer bezahlen. Denn während ihr Bild in Paris auf Plakaten prangte und ihr Frisur zum Symbol einer neuen Weiblichkeit wurde, sammelten FBI-Agenten in Washington bereits Dossiers, legten Abhörprotokolle an und planten eine gezielte Kampagne, ihren Ruf zu zerstören. Jean Seberg war auf dem Höhepunkt ihres Ruhms und gleichzeitig stand sie am Anfang ihres tiefsten Falls. Ende der 1960er Jahre hatte Jean Seberg längst ihre Position als international Ikone gefestigt. In Paris galt sie als Muse der Nouvelle Vague, in den USA als außergewöhnliche Schauspielerin, die man zwar nicht ganz einordnen konnte, aber deren Talent unbestritten war. Doch während die Öffentlichkeit ihr Bild noch mit Eleganz, Intellekt und künstlerischem Mut verband, war im Hintergrund längst eine unsichtbare Maschinerie in Gang gesetzt worden, eine Maschinerie, die Jean Seberg gnadenlos zermalmen sollte. COINTELPRO, das unsichtbare Netz, unter der Leitung von J. Edgar Hoover, führte das FBI seit den 1950er Jahren ein geheimes Programm namens COINTELPRO, Counterintelligence-Programm. Ziel war es, politische Bewegungen, die als subversiv oder gefährlich galten, zu überwachen, zu infiltrieren und letztlich zu zerstören. Besonders im Fokus standen die Bürgerrechtsbewegung, linke Aktivisten und die Black Panther Party. Jean Seberg hatte sich öffentlich für die Rechte von Afroamerikanern eingesetzt und Geld an die Black Panthers gespendet. Für sie war es eine Geste der Solidarität, ein Ausdruck ihres moralischen Gewissens. Für das FBI war es ein Alarmsignal. Eine weiße Hollywood-Schauspielerin, die ihren Ruhm und ihr Vermögen einsetzte, eine radikale Bewegung zu unterstützen, das dürfte nicht sein. Hoover ordnete persönlich, an Seberg ins Visier zu nehmen. Fortan wurde jeder Schritt von ihr überwacht, ihr Anrufe abgehört, ihr Bankkonten geprüft, ihr Reisen dokumentiert. FBI-Agenten schlichen sich in ihr privates Umfeld, fotografierten sie, sammelten Gerüchte. Doch damit nicht genug, die Behörde beschloss, sie öffentlich zu vernichten. Die perfideste Lüge. 1970 lancierte das FBI eine gezielte Desinformationskampagne. Über vertrauliche Quellen streuten sie an die Presse die Geschichte. Jean Seberg sei schwanger, aber nicht von ihrem Ehemann, Romain Gary, sondern von einem Mitglied der Black Panther Party. Die Botschaft war klar. Man wollte sie nicht nur diskreditieren,
sondern sie ihrem Kern ihrer Identität zerstören. Als Frau, als Mutter, als öffentliche Figur. Die Lüge fand Gehör. Das Klatschmagazin Los Angeles Times griff die Geschichte auf, und schon bald war Sebergs angelische Affäre mit einem Black Panther ein Gesprächsthema in ganz Amerika. Für eine Frau, die ohnehin zwischen zwei Kulturen lebte und deren Karriere fragil war, bedeutete dieser Angriff eine persönliche Katastrophe. Jean Seberg seid tatsächlich schwanger, erlitt durch die öffentliche Hetze einen schweren Nervenzusammenbruch. Im August 1970 brachte sie ein Mädchen zur Welt, das kurz nach der Geburt starb. Jean machte das FBI und die Presse mitverantwortlich. Sie war überzeugt, dass der Stress und die psychische Belastung durch die Rufmordkampagne zu diesem tragischen Ausgang geführt hatten. Bei der Beerdigung ihres Babys ließ sie den kleinen weißen Sarg öffentlich öffnen, der Welt zu beweisen, dass das Kind weiß war und nicht, wie behauptet, von einem schwarzen Vater. Es war in verzweifelter Akt eine Frau, die ihr Würde verteidigen wollte. Doch dieser Moment machte sie nicht stärker, brach sie endgültig. Psychische Abwärtsspirale. Nach dem Verlust ihres Kindes verfiel Jean Seberg immer mehr in Depressionen. Freunde berichteten, dass sie unter Schlafstörungen litt, immer häufiger zu Alkohol und Beruhigungsmitteln griff. Ihre Ehen zerbrachen. Ihre Beziehungen wurden kürzer, instabiler. Sie hatte das Gefühl, nirgends mehr sicher zu sein, nicht in Paris, nicht in den USA, nicht einmal einem Kreis von Freunden. Die Öffentlichkeit begann, sie nicht mehr als Schauspielerin, sondern als tragische Figur wahrzunehmen. Die Presse, die sie zuvor auf Titelseiten geführt hatte, zeigte nun Fotos von ihr, gezeichnet von Tränen und Müdigkeit. Ihr Bild wandelte sich von der coolen Ikone zur gebrochenen Frau. In Interviews wirkte sie zunehmend verloren. Sie sprach über ihre Angst, über das Gefühl, verfolgt zu werden. Manche hielten dies für Paranoia, doch die Dokumente, die Jahrzehnte später veröffentlicht wurden, bestätigten, Jean Seberg hatte recht. Sie war tatsächlich Opfer einer der schmutzigsten Kampagnen in der Geschichte der FBI. Die Filme verblassen. Parallel dazu begann ihre Karriere zu bröckeln. In den 1970er Jahren drehte sie zwar weiterhin Filme, doch die großen Erfolg blieben aus. Rollenangebote wurden spärlicher, Produzenten skewten die Skandalfigur. In Hollywood war sie praktisch verbrannt, in Europa hielt man ihr zwar die Truhe, doch selbst dort sah man zunehmend die Schattenzeit. Jean versucht, an ihre frühere Stärke anzuknüpfen, spielte in französischen und deutschen Produktionen, doch die Magie von außer Atem war nicht wiederholbar. Ihre Auftritte wirkten oft von inneren Kämpfen überschattet. Regisseur beschrieben sie als hochprofessionell, aber innerlich zerbrechlich, eine Schauspielerin, die vor der Kamera noch brillieren konnte, doch außerhalb davon kaum Halt fand. Isolation und Rückzug. Gegen Ende der 1970er Jahre lebte Jean Seberg mehr zurückgezogen, ihre Ehe mit Roman Gary war gescheitert, sie wechselte zwischen Kursen, Beziehungen, Reisen und Aufenthalten in Kliniken. Sie kämpfte mit Panikattacken, mit Schuldgefühlen, mit dem Gefühl, ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Immer wieder versucht sie, neu anzufangen. Doch die Vergangenheit ließ sie nicht los. Das FBI hatte ihr nicht nur ein Gerücht angehängt, sondern ihr Fundament zerstört. Sie hat ihr Kind verloren, ihr Vertrauen, ihren Ruf. Freunde beschrieben sie als eine Frau, die lächelte, ihre Verzweiflung zu verbergen. Ihre Augen wirkten oft leer, ihre Stimme brüchig. Jean Seberg war erst Ende 30, doch sie wirkte Jahrzehnte älter. Der Schatten wurde Realität.
als 1979 die Nachricht von ihrem Tod kam, war die Welt zwar schockiert, doch nicht überrascht. Es war, als hätten wir alle gewusst, dass es so enden würde, sagte ein enger Freund später. Jean Seberg war zur tragischen Heldin einer ganzen Ära geworden, eine Frau, die nicht nur an ihren inneren Dämonen zerbrach, sondern an den Machenschaften einer Institution, die entschlossen war, sie zum Schweigen zu bringen. Ihr Schicksal wirft bis heute Fragen auf. Wie weit darf ein Staat gehen, Stimmen zu unterdrücken, die unbequem sind? Und wie zerbrechlich ist das Leben eines Menschen, der zwischen Ruhm und Idealismus aufgerieben wird? Der Sommer 1979 in Paris war ungewöhnlich heiß. Die Stadt, sonst so voller Leben, schien unter einer unsichtbaren Schwere zu stehen. Für Jean Seberg war es ein weiterer Sommer der Unruhe, ein weiteres Kapitel, einem endlosen Kampf mit den eigenen Dämonen. Ihr Leben war längst zu einem zerbrochenen Puzzle geworden, Filme, die niemand mehr sah, Lieben, die scheiterten, eine Gesundheit, die von Medikamenten und Alkohol gezeichnet war. Doch niemand konnte ahnen, dass dieser Sommer ihr letzter sein würde. Ein Leben. Im Rückzug. Jean lebte in einer kleinen Wohnung im 16. Arrondissement von Paris, nicht weit entfernt von den eleganten Boulevards, aber ihre Welt war alles andere als glamourös. Freunde berichteten, dass sie sich oft einschloss, das Telefon ignorierte und die Vorhänge zugezogen hielt. Sie wirkte zunehmend isoliert, unfähig, Vertrauen zu fassen. Ihre Beziehung zu dem algerischen Studenten Ahmed Hasni brachte zusätzlich Unruhe. Hasni, deutlich jünger als sie, war eine Figur, die von vielen als opportunistisch beschrieben wird. Jean schien in ihrem Halt zu suchen, doch stattdessen verstärkte ihre Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten. Freunde warnten sie. Doch sie hörte nicht. Vielleicht, weil sie längst zu müde war, sich erneut gegen den Strudel ihres Lebens zu stemmen. Der Abend des Verschwindens. M30. August 1979 verließ Jean ihre Wohnung. Sie wirkte nervös, trug eine Sonnenbrille, obwohl es bereits dämmerte. Sie stieg in ihren weißen Renault 5, ein schlichtes Auto weit entfernt von der Pracht, die man einer internationalen Schauspielerin zuschreiben würde. Es war das letzte Mal, dass man sie leben sah. In den folgenden Tagen begann ihre Familie, sie zu suchen. Ihr damaliger Lebensgefährte meldete sie schließlich als vermisst. Paris reagierte mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und düsterer Vorahnung. Die Presse, die sie jahrelang gejagt hatte, wartete nun auf die nächste Schlagzeile. Der Fund. Am 8. September 1979 wurde ihr Auto entdeckt. Geparkt in einer stillen Straße, nur wenige Kilometer von ihrer Wohnung entfernt. Drinnen lag Jean Seberg, tot, zusammengesunken auf dem Rücksitz. Nebenbei eine Leer, Pillendose, eine Flasche Mineralwasser, eine Decke. Die Sonne hatte den Wagen tagelang aufgeheizt, die Spuren verwischt. Die Polizei erklärte, es handelt sich einen Suizid. Jean habe sich mit einer Überdosis Barbiturate das Leben genommen. In ihrer Handtasche fand man einen Abschiedsbrief, gerichtet an ihren Sohn Diego. Verzeih mir, ich konnte nicht mehr. Doch viele bezweifelten diese Version. Zweifel und Verschwörungen. Romain Gary, ihr Ex-Ehemann, reagierte sofort. In einer Pressekonferenz erklärte, Jean ist nicht freiwillig aus dem Leben geschieden. Sie wird von denen ermordet, die sie jahrelang verfolgt haben. Für Gary war klar, das FBI und andere Geheimdienste hatten sie zerstört, vielleicht sogar physisch beseitigt. Auch andere Freunde und Weggefährten zweifelten. Wie konnte es sein,
dass Otto Tag lang unentdeckt blieb, obwohl die Polizei von ihrem Verschwinden wusste. Warum waren bestimmte Details der Autopsie unklar? Und weshalb tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass sie in den Tagen vor ihrem noch gesehen worden war, aufgelöst, aber lebendig? Diese Fragen führten dazu, dass ihr Tod nie ganz als normaler Suizid akzeptiert wurde. Wurde Teil des Mythos Jean Seberg. Ein offenes Ende das Raum ließ für Spekulationen, Verdächtigungen, Theorien. Ein letzter Abstieg. Unabhängig von der offiziellen Erklärung war klar, Jean Seberg war am Ende ihrer Kräfte. Die Hetzkampagnen, der Verlust ihres Kindes, die zerstörten Ehen, die zerstörte Karriere, all das hatte sie innerlich zerbrochen. Sie war eine Frau, die so sensibel war für die Härte der Welt, in die sie geworfen wurde. Ihr Tod wurde zu einem makabren Symbol, die Ikone der Freiheit, die Muse der Nouvelle Vague, fand ihr Ende, einem Otto, allein, unbemerkt von einer Stadt, die einst ihren Namen gefeiert hatte. Die Reaktionen. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Zeitungen in aller Welt titelten, Jean Seberg tot in Paris. Manche schrieben nüchtern, andere sensationslüstern. In Hollywood reagierte man mit gespielter Bestürzung, in Frankreich mit echter Trauer. Jean-Luc Godard schwieg. Jean-Paul Belmondo äußerte sich nur knapp. Sie war einzigartig. François Truffaut nannte sie das Gesicht einer Generation, das wir nicht verdient haben. Am erschütterndsten war jedoch die Reaktion von Romain Gary. Nur wenig Monate später nahm auch sich das Leben. Manche sahen darin ein tragisches Echo, ein Zeichen, dass ihre Schicksale untrennbar verbunden waren, zwei Menschen, die aneinander festgehalten und sich gleichzeitig zerstört hatten. Die Beerdigung. Jean Seberg wurde am 14. September 1979 auf dem Friedhof Montparnasse in Paris beisetzte. Es war ein grauer Tag, der Regen fiel leise, die Menge war überschaubar. Einige Freunde, wenige Kollegen, ihr Sohn Diego, noch ein Kind, keine großen Hollywood-Stars, keine pomposen Reden. Nur das stille Abschiednehmen von einer Frau, die mehr erlitten hatte, als man ertragen kann. Ihr Grabstein ist schlicht, nur ihr Name und ihre Lebensdaten. Aber wer dort steht, spürt, dass dieser Ort mehr ist als ein Grab. Es ist ein Denkmal für eine Frau, die zwischen Ruhm und Verzweiflung lebte, zwischen Glanz und Schatten, zwischen Hollywood und Paris. Das Echo der Stille. Nach ihrem Tod wurde Jean Seberg nicht sofort zur Legende. Für viele war sie einfach eine Fußnote in der Filmgeschichte, ein tragischer Fall, der in den Schlagzeilen unterging. Doch mit den Jahren wuchs das Interesse. Dokumentationen, Biografien und Essays begannen, ihr Leben neu zu betrachten. Vor allem die Enthüllungen über COINTELPRO warfen ein neues Licht auf ihr Schicksal. Man erkannte, Jean Seberg war nicht nur Opfer ihrer eigenen Schwächen, sondern auch einer politischen Intrige, die systematisch ihr Leben zerstörte. Heute gilt sie als Symbol für die zerstörerische Macht staatlicher Überwachung und für die Zerbrechlichkeit von Menschen, die gegen den Strom schwimmen. Jean Sebergs Tod in Paris ist bis heute nicht vollständig geklärt. Und vielleicht liegt genau darin ihre letzte Wahrheit. Sie bleibt eine offene Wunde, ein ungelöstes Rätsel, eine Erinnerung daran, dass hinter den Bildern der Leinwand oft ein Leid verborgen ist, das niemand sehen will. Als die Nachricht von Jean Sebergs Tod die Welt ging, war die Reaktion zwiespältig. Manche Boulevardblätter reduzierten sie auf eine tragische Randfigur, auf die Schauspielerin, die sich umgebracht hat. Andere wiederum, vor allem in Frankreich, erkannten in ihr eine Künstlerin, deren Einfluss weit über ihre wenigen großen Rollen hinausging. Doch niemand konnte leugnen,
das etwas Unwiederbringliches verloren gegangen war. Der Mythos wächst. Es dauerte Jahre, bis Jean Sebergs Bedeutung in ihrer ganzen Tiefe verstanden wurde. In den 1980 Jahren und 1990 Jahren begann eine Generation von Filmhistorikern ihre Arbeit neu zu bewerten. Plötzlich stand nicht mehr der Flop von St. John im Vordergrund, sondern die Revolution, die sie mit außer Atem verkörperte. Jean Seberg wurde als Ikone der Nouvelle Vague gefeiert. Nicht nur wegen ihres Spiels, sondern wegen dessen, was sie symbolisierte. Die Vermischung von Hollywood-Glamour mit europäischem Existenzialismus. Die Verkörperung eines neuen Frauentypus, der gleichzeitig stark und zerbrechlich, unabhängig und verletzlich war. Ihr Bild, die kurzen blonden Haare, das T-Shirt, der Blick voller angesagter Gedanken, ist heute eines der berühmtesten der Filmgeschichte. Es steht in einer Reihe mit Marilyn Monroe, Audrey Hepburn und Brigitte Bardot, doch Jean Sebergs Aura unterscheidet sich. Sie ist weniger Glamour, weniger Kalkül, mehr Authentizität, mehr Wahrheit. Politische Dimension. Besonders in den USA bekam ihr Tod durch die Enthüllungen über das FBI eine neue Dimension. In den 1970er Jahren, nach Watergate und den Church Committee Hearings, wurde COINTELPRO öffentlich gemacht. Plötzlich lag schwarz auf weiß vor, was viele zuvor nur geahnt hatten. Jean Seberg war Opfer einer gezielten Hetzkampagne gewesen. Zeitungen, die sie früher verhöhnt hatten, schrieben nun selbstkritische Artikel. Bürgerrechtsgruppen erklärten sie zur Märtyrerin. Ihr Name tauchte auf Demonstrationen auf, als Symbol für die Brutalität staatlicher Überwachung. Für viele Aktivisten wurde sie ein Beweis dafür, dass selbst eine weiße Hollywood-Schauspielerin nicht sicher war, wenn sie die falschen Fragen stellte oder die falschen Menschen unterstützte. Inspiration für Künstler. In den Jahrzehnten nach ihrem Tod wurde Jean Seberg immer wieder künstlerisch aufgegriffen. Schriftsteller, Maler, Fotografen und Filmemacher sahen in ihr eine Muse, eine Projektionsfläche für das Drama der Moderne. 1995 entstand der Film. From the Journals of Jean Seberg von Mark Rappaport, eine essayistische Auseinandersetzung mit ihrem Leben und ihrer Darstellung in den Medien. In Musik und Literatur taucht ihr Name regelmäßig auf, immer als Chiffre für Schönheit, Zerbrechlichkeit und politische Verfolgung. In Frankreich ist sie bis heute eine Kultfigur. Filmstudenten in Paris kennen ihre Szenen mit Jean-Paul Belmondo auswendig. Modezeitschriften zitieren ihren Stil, Designer griffen ihre Frisur und ihren minimalistischen Chic immer wieder auf. Sie ist nicht vergessen, sie ist zur Zeitlosen geworden. Die Schatten bleiben. Doch neben dem Glanz ihres Nachruhms bleiben auch die Schatten. Ihr Sohn Diego Gary, der als Kind den Tod seiner Mutter miterlebte, sprach später öffentlich über das Trauma. Er beschrieb, wie zwischen zwei Welten aufwuchs, zwischen dem Ruhm seiner Eltern und dem Abgrund ihrer inneren Kämpfe. Sein Worte zeigen, dass Jean Sebergs Schicksal nicht nur sie selbst zerstörte, sondern auch Spuren in der nächsten Generation hinterließ. Auch ihre Familie in Iowa litt unter der Art, wie die Öffentlichkeit mit ihrem Tod umging. Für die Menschen in Marshalltown blieb Jean die Tochter, die so weit weg geflogen war, bewundert, aber auch gefürchtet als Menendez. Beispiel dafür, wie gefährlich Träume sein können. Vermächtnis, im Film. Heute gilt Jean Sebergs Karriere als kurz, aber bedeutend. Sie drehte in ihrer knapp 20-jährigen Laufbahn über 30 Filme, doch nur wenige blieben dauerhaft im kollektiven Gedächtnis. Und doch reicht dieser kleine Ausschnitt, um ihre Unsterblichkeit zu sichern. Außer Atem 1960 wird bis heute an Filmhochschulen analysiert.
ohne Sebergs Patricia, where der Film nicht das, was ist. Bonjour Tristesse, 1958, gilt all unterschätzt, Meisterwerk, in dem sie die Mischung aus jugendlicher Leichtigkeit und innerer Tragik perfekt verkörpert. Lilith, 1964, zeigt ihre schauspielerische Tiefe und ihren Mut, komplexe, psychologisch schwierige Rollen zu spielen. Ihr Filme sind Mosaikstein, die zusammengenommen ein Bild ergeben, das einer Frau, die nie in eine Schublade passte und gerade deshalb unvergesslich ist. Ein stiller Protest. Wie leicht ist es gerade, die Art ihres Lebens und Sterbens, die ihr Vermächtnis so kraftvoll macht. Jean Seberg stand für eine andere Art von Hollywood, eines, das nicht auf Kalkül und Oberflächlichkeit setzte, sondern auf Wahrheit und Verletzlichkeit. Ihr Schicksal erinnert daran, dass Ruhm nicht schützt, sondern oft verletzlicher macht. Dass eine Frau, die ihre Stimme erhebt, selbst wenn sie aus einer privilegierten Position kommt, schnell zur Zielscheibe werden kann. Und dass der Preis für Authentizität in einer Welt der Lügen tödlich sein kann. Ein Echo in der Gegenwart. Heute, im Zeitalter von sozialen Medien und öffentlicher Überwachung, wirkt Jean Sebergs Geschichte aktueller Danger. Die Mechanismen der Rufmordkampagnen, die sie zerstörten, finden sich in moderner Form täglich wieder. In Shitstorms, in Falschmeldungen, in der gezielten Manipulation von Informationen. Ihre Biografie ist daher nicht nur eine Tragödie der Vergangenheit, sondern eine Warnung für die Gegenwart, wie leicht es ist, einen Menschen durch Worte und Gerüchte zu vernichten. Unvergessen. Jean Seberg starb mit nur 40 Jahren. Doch in diesen vier Jahrzehnten hinterließ sie ein Vermächtnis, das Generationen überdauert. Sie bleibt ein Symbol für die Kraft und die Zerbrechlichkeit der Kunst, für den Mut, sich einzumischen und für den hohen Preis, den man dafür zahlen kann. Ihr Gesicht leuchtet weiter, nicht nur auf Filmplakaten, sondern im kollektiven Gedächtnis. Ein Gesicht, das gleichzeitig Hoffnung und Verzweiflung ausdrückt. Ein Gesicht, das uns daran erinnert, dass hinter jeder Ikone ein Mensch steht, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der fühlen, leiden und zerbrechen kann. Und so ist Jean Seberg heute mehr als eine Schauspielerin. Sie ist eine Legende, eine Warnung. Und vielleicht, in all ihrer Zerbrechlichkeit, ein Vorbild.